Mein Name ist Robert Schreiner und ich arbeite als Prozessentwickler und Validierungsingenieur bei Novoplast Schlauchtechnik in Halberstadt. Meine Aufgabe ist es, die Prozesse für die Herstellung eines Produktes zu entwickeln und diese zu implementieren. Am Anfang steht die Produktidee, meistens auch klar, wie das Produkt aussehen soll, welche Eigenschaften es haben soll und vor allem, was der spätere Verwendungszweck sein soll. Der gesamte Prozess zur Herstellung liegt dabei in meiner Verantwortung. Jetzt bewegen wir uns auch noch in einem Spezialmarkt, der Medizintechnik. Hier reicht es nicht aus, einfach nur Prozesse zu realisieren, die in irgendeiner Form Produkte hervorbringen, sondern wir müssen auch beweisen, dass wir zu jeder Zeit die Produkte exakt so hervorbringen, wie wir sie vorab beschrieben haben. Hier kommt der Validierungsingenieur ins Spiel. Ich stelle Konzepte zur Verifizierung bzw. Validierung auf, um unsere Produkte mit dem besten Wissen und Gewissen an den Kunden weitergeben zu können. Verifizierung und Validierung sind eng miteinander verknüpft, aber in keinem Vergleich zu setzen. Durch die Validierung weisen Hersteller nach, dass Fertigungsprozesse sicher und robust entwickelt wurden und über die gesamte Dauer des Produktlebenszyklus zuverlässige Ergebnisse liefern. Eine Validierung wird unter anderem dann durchgeführt, wenn Produkteigenschaften am fertigen Produkt nicht zerstörungsfrei verifiziert werden können. Ein Beispiel: Spritzgussteile können nicht zerstörungsfrei verifiziert werden, also wird der Herstellungsprozess der Spritzgussteile validiert. Prozessvalidierungen sind in den letzten Jahren stärker in den Fokus gerückt. Ein Grund dafür: die steigende Anzahl von Risikomeldungen. Laut Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte ist die Zahl der Risikomeldungen innerhalb von knapp 10 Jahren von 8.000 auf 32.000 gestiegen. Grund dafür ist oftmals fehlerhafte Prozessdokumentation und Eignungstauglichkeit. Hier setzt die Validierung an. Am Ende steht mehr oder weniger immer ein Menschenleben. Wichtig ist, dass sich nur Prozesse validieren lassen, wohingegen Ergebnisse nur verifiziert werden können. Bleiben wir beim Spritzguss. Hier können zum Beispiel die Klebeprozesse validiert werden, aber nicht die Spritzgussteile selber. Es gibt ja keinen unwichtigen Teil bei einer Validierung. Aber wenn es darum geht, dass ein Prozess freigegeben wird, ist natürlich die Durchführung von IQ, OQ und PQ essentiell wichtig. Die Planung davor und der Report im Nachgang sind eher unbeliebte Aspekte der Validierung, aber ebenso wichtig wie nötig. Denn wer gut vorbereitet ist, der erlebt auch keine bösen Überraschungen. Das kommt darauf an. Im Vorfeld stehen andere Fragen. Welcher Prozess genau soll validiert werden? Wie gut ist meine Ausrüstung und Vorbereitung hierfür? Bauen wir eigene Teststationen, die das spätere Einsatzgebiet nachempfinden? Oder engagieren wir externe Prüflabore? Die Validierung steht und fällt mit der Planung, Vorbereitung und Aufbereitung. Wenn das erste Mal validiert wird und die Dokumente erst erzeugt werden müssen, kann dies schon ein paar Monate dauern. Hat man bereits eine Grundlage, kann die eigentliche Validierung auch nur wenige Stunden in Angriff nehmen. Von Losgröße und Testumfang natürlich abhängig. Die Medizintechnik ist ein besonders anspruchsvoller und regulierter Markt. Es ist nicht der wirtschaftliche Vorteil, sondern das gemeinsame Arbeiten an einer sicheren Zukunft für die Patientenversorgung und am Ende für das Wohl eines jeden Einzelnen. Die Nachvollziehbarkeit muss gegeben sein, die wichtigsten Randbedingungen erläutert und dokumentiert werden und am Ende eine eindeutige Aussage getroffen werden: Prozess freigegeben, Prozess nicht freigegeben. Da können schon einige Seiten Papier zusammenkommen. Aber mittlerweile gibt es auch hier bereits Softwarelösungen, mit denen beispielsweise Validierungsreports selbstständig erzeugt werden können. Voraussetzung ist das Füttern mit den richtigen Daten.